Wie cool ist das denn? Man geht hin, bestäubt seine Anturie und nach ein paar Monaten pflückt man seine Bärchen, packt die hier rein und man hat Anturienbabys. Und damit du genauso schöne Baby-Anturien großziehen kannst wie jetzt der Alex, zeigen wir dir jetzt hier Schritt für Schritt von der Bestäubung übers Bären großziehen und der Pflanzen. Nee, Bären großziehen. Ja. Ich meine, ich würde auch gerne mal einen Bären großziehen. Aber ja. Damit du genauso schöne kleine Baby-Anturien großziehen kannst, zeigen wir dir jetzt Schritt für Schritt, wie das bei dir zu Hause genauso gelingt. Let's go! Herzlich willkommen auf Podplanter, eurem Kanal rund um die Pflanzen, und wieder einmal hat der Alex diese Pflanzen hier vorbereitet. Und heute geht es um Anturien, und zwar werden wir die heute kreuzen, vermehren. Genau. Und das wird auf jeden Fall ein richtig spannendes Ding, denn viele Leute von euch haben sich das gewünscht. Und für die nächsten Videos übrigens auch nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwie einen Videowunsch habt, was wir hier schön abarbeiten können, egal was, Hauptsache zum Thema Pflanzen, dann schreibt es mir jetzt unten in die Kommentare und dann werden wir uns dem Thema dann auch annehmen. Wir können ja mal anfangen, indem wir uns so eine Anturienblüte anschauen. Weil um zu verstehen, was man da macht, sollte man erstmal gucken, wie diese Blüte genau aufgebaut ist. Jetzt mal beispielshaft habe ich jetzt hier die gerade schön groß ist. Und die machen ja keine Einzelblüten, die Anturien, sondern die machen so Blütenkolben oder Blütenstände. Und da ist so ein Hüllblatt drumherum. Bei Anturien geht das meistens nach unten weg. Dann steht der Blütenstand so frei. Und da sind ganz viele kleine Einzelblüten dran. Und da haben wir männliche und weibliche Blüten in einem. Aber die aktivieren sich zu unterschiedlichen Zeiten. Erst sind die weiblichen Teile der Blüte aktiv und können dann Pollen von einer anderen Pflanze empfangen. Und dann die männlichen. Das machen die natürlich, um sich nicht selber mit ihrem eigenen Pollen zu bestäuben, weil sonst bringt das nichts mit dem Blühen. Man kann den Pollen noch aufbewahren, das können wir gleich auch noch mal zeigen, wie man das macht. Der hält dann im Kühlschrank so vielleicht 2 Monate. Wenn in dem Zeitraum halt dann noch eine weibliche Blüte kommt, dann könnte man den noch mal verwenden. Ne? Okay. Genau. Für euch übrigens zur Information, jetzt hier in dem Video werden wir so möglichst alle Stadien einmal zeigen, ne? Und genau. auch mal praktisch zeigen, wie man es bestäubt und auch so, was so die Insekten machen. Jo, das ist erstmal so grundsätzlich, wie so eine Anthuriumblüte aufgebaut ist. Die können auch unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel bei diesem hier, Anthurium radicans, da sieht man gar nicht, dass der blüht, weil der ganz flache Blütenstände macht, die hier so unten drin sind. Das ist so ein ganz kurzer Kolben. Und je nach Art sehen die halt etwas unterschiedlich aus, aber man erkennt die schon eigentlich ganz gut. Und auch etwas unterschiedlich ist, in welcher Reihenfolge das genau alles funktioniert. Bei dem hier sieht man ja jetzt, bei dem, den wir gerade hatten, da sind alle männlichen Blüten gleichzeitig offen. Ist aber eigentlich häufiger so, dass die sich von unten nach oben praktisch öffnen. So. Da sieht man es sehr gut. Genau, und hier sind jetzt die unteren männlichen aktiv und das arbeitet sich jetzt so langsam nach oben durch. Also da hat man auch durchaus so 1-2 Wochen Zeit, um da Pollen abzusammeln. Ja. Bei den weiblichen Blüten ist es nicht ganz so einfach, weil die sind meistens nicht allzu lang aktiv. Und das ist so der erste Stein, den die uns in den Weg legen. Dann muss man gucken, wann sind denn die weiblichen Blüten genau aktiv. Das ist bei Anthurien so, die funktionieren, warte, ich mache mal kurz hier erstmal. Und der hat gerade eine Blüte im weiblichen Stadium und die könnte ich jetzt schon nicht mehr bestäuben, weil es ist jetzt kurz nach 10 und das ist zu spät. Was die weiblichen Blüten machen ist, die scheiden zu einer gewissen Uhrzeit nur einen Flüssigkeitstropfen aus. Der steht dann oben auf der Blüte und ja, wenn Pollen oder ein Insekt vorbeikommt, was Pollen drauf hat, dann bleibt das in diesem Flüssigkeitstropfen kleben und dann ziehen die den wieder ein und das geht dann auf die Narbe und das bestäubt dann die Blüte. Aber das ist meistens nur so 2, 3, 4 Stunden aktiv und bei vielen Anthurien mitten in der Nacht. Ne? Man kann da irgendwann abends Pollen drauf reiben und hoffen, dass es dann nachts auch noch funktioniert, aber am besten ist es tatsächlich, das auch zu dem Zeitpunkt zu machen. Ja. Ne? Und die Zeiten dafür findet man teilweise im Internet, teilweise nicht. Die haben auch alle unterschiedliche Zeiten, also die teilen sich das so auf, wenn da mehrere im selben Lebensraum sind, dass die sich nicht in den Weg kommen. Da kommt übrigens schon die nächste Fliege, genau, die hier genau, möchte. die war gerade jetzt vor einer halben Stunde noch aktiv. So, das ist jetzt ein Clarinervium hier. Der ist relativ spät aktiv, also so irgendwie so bis 9, 10 Uhr sind die noch aktiv, die Blüten. Dann ab Mittag ist eigentlich Schluss. Und andere Anthurien, da kann man dann durchaus mal so 3, 4 Uhr nachts aufstehen, wenn man die bestäuben möchte. Ja. Also zumindest, wenn man will, dass es wirklich gut funktioniert. Ja. Ne? Also man sieht es auch an den weiblichen Blüten, wann die aktiv sind. Diese Tröpfchen sieht man, die sind jetzt nicht mikroskopisch oder so, das glänzt dann so richtig. Und wenn die aktiv sind, haben die auch meistens einen Geruch. Der muss nicht immer angenehm sein, aber wenn man mit der Nase rangeht, merkt man das schon. Der hier riecht jetzt sogar tatsächlich ganz angenehm. Der war ganz gut, ne? Der riecht immer noch so ein bisschen
Ich finde es sogar ein bisschen süßlich. Ja, so fruchtig, Ja. süßlich der jetzt. Die können teilweise auch ziemlich stinken. Ja. Ne? Aber daran merkt man halt, dass die weiblichen Blüten gerade aktiv sind. Und dann sollte man das schon so 3, 4, 5 Mal hintereinander machen, also an mehreren Tagen dann. Ne? Einfach den Pollen nehmen, wenn man den hat, auf den Fingern und einfach dran reiben. Ne? An allen Blüten gleichmäßig verteilen. Das machen wir gleich noch. Ne? Jo, das machen wir. Wow. Ja, und den zweiten Stein, den die Anthurien uns so ein bisschen in den Weg legen, ist die Größe. Das ist jetzt ein Anthurium crystallinum, der ist einigermaßen ausgewachsen jetzt in dieser Größe. Und der hat jetzt, wie man sieht, ziemlich große Blütenstände. Der ist jetzt gerade männlich, also da sind die weiblichen Blüten schon durch. Aber wenn der jetzt kleiner wäre, so in der Größe, wie man sie oft zu kaufen bekommt, die machen dann zwar schon Blüten, also die blühen dann auch, wenn sie noch relativ klein sind, aber da funktionieren die weiblichen Blüten einfach nicht. Oder sie funktionieren ganz wenig. Also wenn man so einen ganzen kleinen Kolben dann bestäubt von so einer Jungpflanze, dann entstehen da vielleicht 2, 3 Beeren. Und da ist dann ein Same drin oder 2. Und die müssen auch nicht mal unbedingt keimen. Ne? Also die müssen eine gewisse Größe erreichen und die blühen schon vorher. Und dann produzieren die aber nur Pollen. Ne? Also da hat man nichts. Da kann man so viel rumrubbeln mit dem Pollen, wie man will. Da wird nichts passieren oder wenn, dann nur ganz wenig. Zum Beispiel dieser Varroquernum hier, der ist jetzt zwar schon, ne, ist schön, hat auch ein großes Blatt, aber diese Blütenstände sind einfach noch nicht groß genug. Ja? Da wäre es jetzt wahrscheinlich ziemlich vergeblich, da irgendwie zu versuchen, da weibliche Blüten zu bestäuben. Das wird noch nicht funktionieren. Die Pflanze insgesamt ist noch zu klein. Ne? Zu klein, wenn ich mir das Blatt angucke. Ja, aber du weißt ja wahrscheinlich, wie groß so ein ausgewachsener Varroquernum wird. Also ich meine, das könnte funktionieren bei ein paar Blüten und umso größer die werden, umso mehr von den weiblichen Blüten funktionieren auch. Ne? Und unterschiedliche Anthurien haben halt auch unterschiedliche Endgrößen. Ne? Und ich sag mal so, wenn die so Hälfte bis so 3/4 ihrer Endgröße erreicht haben, dann funktioniert das mit den Blüten auch regelmäßig. Zum Beispiel hier neben dieser Clarinervium, die werden ja jetzt nicht mehr viel größer, der Blütenstand hier, da funktionieren die weiblichen Blüten. Ne? Den benutzen wir auch gleich. Ich schneide die tatsächlich auch bei kleinen Anthurien, wenn die Blütenstände machen, dann schneide ich die auch einfach ab, weil die einfach viel Energie verbrauchen, um diese Blütenstände zu machen. Und das hätte ich dann lieber darin, dass sie halt einfach größer werden. Okay, gibt es denn irgendwie so einen Anhaltspunkt, wo ich sagen kann, jo, mit der kann ich es dann effizient versuchen? Ja, also es ist halt je nach Art unterschiedlich, wie groß die sein müssen. Ne? Man kann sich mal im Internet Bilder von Ausgewachsenen anschauen und dann sich so etwa die Hälfte der Größe vorstellen. Und dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Oder man schaut halt einfach, ob die weiblichen Blüten halt wirklich auch diese Flüssigkeitstropfen machen, ob die den Geruch machen und so. Ob alle Zeichen da sind, dass die halt funktionieren. Man kann es natürlich auch einfach probieren und dann sieht man halt, ob es was gebracht hat oder nicht. Ja. Ne? Es dauert aber. Anthurien sind nicht schnell, die lassen sich Zeit. Ja, und dazu, glaube ich, kommen wir gleich auch noch. Aber ich glaube, jetzt gehen wir ins Praktische über, richtig? Genau. So, der Alex wird jetzt gleich bestäuben. Und bevor er das macht, zeige ich euch noch mal kurz hier diese Varroquernum. Und wenn ihr wissen wollt, wie es dazu kommt, dass so eine Varroquernum so geile große Blätter ausbildet, ja, dann müsst ihr hier auf jeden Fall mal dranbleiben, denn in eines der nächsten Videos werden wir diese Thematik Dünger, Substrat auch mal uns zu Gemüte führen. Und jetzt geht's weiter. Genau. So, jetzt die einfachste Methode wäre jetzt, was ich jetzt eigentlich machen würde, wenn wir jetzt nicht filmen würden, weil ich habe hier beide Blüten da. Ich würde jetzt einfach mit den Händen den Pollen hier abrubbeln. Man sieht schon, das fällt schon ab. Und dann da oben drauf rubbeln. Ja. Aber jetzt fürs Video, einmal hier zum Zeigen. Der geht auch ganz einfach ab. Da musst du nicht vibrieren wie beim Begonien. Nee, das ist ein bisschen einfacher. Genau, das reicht. Also das reicht völlig aus. Ne? Ja. Damit könnte ich jetzt hunderttausende Blüten bestäuben. Ja. Also, Auch schön. genau. Und das kommt jetzt da oben bei dem Crystallinum drauf. So, da nehme ich mir jetzt wieder ein bisschen Pollen auf. Das ist eigentlich schon auch wieder viel zu viel. So viel braucht man nicht. Ne? Und hier dieser Blütenstand, der ist gerade weiblich. Und da kann man das dann einfach gleichmäßig über den ganzen Blütenstand einfach drauf pinseln. Ne? Ihr seht, der Pollen fliegt hier auch weg. Ne? Das ist wie so ein Staub, der aus dem Pinsel kommt. Noch einfacher ist es, einfach mit dem Finger ein bisschen zu nehmen und dann einfach hier einmal komplett drum. Das ist jetzt natürlich die falsche Uhrzeit. Ihr seht, diese Tröpfchen sind hier gar nicht drauf. Ne? Crystallinum macht das ja eher früh morgens, so 6, 7 Uhr. Das wäre so die beste Zeit. Ich habe den schon ein paar Mal bestäubt. Also der ist jetzt auch schon teilweise, sind die schon bestäubt. Ich würde das jetzt noch 2, 3 Mal machen. So wie du vorhin gesagt hast, einfach Genau. öfter mal wiederholen, 4, 5 Mal. Genau. Ich bin dann morgens hier um 6, dann sind die Tröpfchen dran. Das sieht man dann auch noch, welche Blüten dann noch aktiv sind. Und dann kann man da einfach noch mal ein bisschen nachreiben mit dem Pollen. Ne? Ja. Cool. Und das war's im Grunde. So, und jetzt hat man ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen Pollen übrig. Und ich habe ja auch gerade schon gesagt, den kann man aufbewahren. Und das würde man ganz ähnlich machen wie hier. Also das in so eine Schale machen. Die sollte trocken sein, komplett. Ja. Und dann im Kühlschrank, aber das Ganze nicht einfach so in den Kühlschrank stellen, sondern das sollte in eine Box
wo eine gute Luftfeuchtigkeit drin herrscht. Also habe ich hier so eine Box, da ist einfach ein feuchtes Papier drin. Da stelle ich das drauf. Ja. Die Pollen sollten nicht mit Feuchtigkeit selber in Berührung kommen, aber die sollen halt in einer feuchten Luft sein, weil sonst trocknen die aus. Ne? Ja. Und Temperatur? Ja, typische Kühlschranktemperatur, Okay. ne, so 7, 8 Grad. Ja, okay. Und dann halten die ja, unterschiedlich, so 1 bis 2 Monate. Wenn man Glück hat, sind auch nach 3 Monaten noch ein paar aktiv. Ja, Ne? okay. Aber es ist halt keine Dauerlösung, die kann man nicht jahrelang im Kühlschrank aufbewahren. Aber so kann man sich ein bisschen Pollen aufbewahren. Man sollte sich natürlich noch dran schreiben, was es ist, wenn man mehrere Schälchen hat. Ne? Das unterschätzen die meisten Leute. Genau, Ja. das ist jetzt auch direkt der nächste Schritt, weil ich habe das ja jetzt bestäubt. Da kommt jetzt ein Zettelchen an die Blüte, was ich da gemacht habe. Das ist dann jetzt, was wir gekreuzt haben. Der erste Teil in der Kreuzung ist die weibliche Pflanze, also Crystallinum, die den Pollen empfängt. Und der zweite Teil ist der Pollenspender, also der Varroquernum. Und ein Datum ist auch noch drauf, damit ich weiß, wann ich das gemacht habe. Ja, damit ich ungefähr weiß, wie lange das braucht, um sich zu entwickeln. Das kommt jetzt hier an den Blütenstand. So, und dann weiß ich Bescheid. Und jetzt können wir noch mal gucken, woher ich weiß, dass diese Kreuzung funktionieren wird. Oder zumindest höchstwahrscheinlich funktionieren wird, weil man kann nicht jedes Anthurium mit jedem Anthurium kreuzen. Oh gut, man kann es schon, nur es funktioniert dann meistens nicht. Und mit ein bisschen Vorwissen kann man sich eigentlich schon ziemlich sicher sein, was funktioniert und was nicht. Anthurium ist ja eine Riesengattung mit über 1000 Arten. Und die sind nicht unbedingt alle sehr nah miteinander verwandt. Und umso näher die miteinander verwandt sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Kreuzung funktioniert. Und um sich in dieser Riesengattung ein bisschen Übersicht zu schaffen, hat man das in Sektionen unterteilt. Und diese Sektionen haben dann unterschiedliche Namen. Und die Anthurien, die in einer Sektion zusammen sind, das sind die, die am nächsten miteinander verwandt sind. Und innerhalb einer Sektion klappt die Kreuzung meistens ziemlich gut. Und unten in der Videobeschreibung gibt es dann auch nochmal eine Liste im besten Fall. Ich muss mal schauen. Ist dann verlinkt, könnt ihr reinklicken. Dann könnt ihr es euch nochmal selber angucken. Genau, und jetzt zeigen wir mal die Liste. So. Und ich habe ja jetzt hier ein Varroquernum und ein Crystallinum gekreuzt. Habe ich jetzt vielleicht vorher schon durch Googlen oder durch die Liste rausgefunden. Die sind beide in dieser Sektion Cardiolontium. Also das ist schon mal gut, selbe Sektion, passt schon mal. Und dann müssen die auch, oder nicht müssen, aber es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass es funktioniert, wenn sie dieselbe Anzahl an Chromosomen haben. Und diese Chromosomenzahlen, die sind auch für die meisten Anthurien, die jetzt so, ich sag mal, häufig sind, gibt es die auch. Und die häufigste Zahl ist da tatsächlich einfach 30. Also Diploid dann, Haploid sind es dann 15 Chromosomen. Und wenn ich hier gucke, der Crystallinum, 30 Chromosomen. Und Varroquernum hier, auch 30 Chromosomen. Das passt also. Also das ist eine Kreuzung, die höchstwahrscheinlich funktioniert. Und da wissen wir auch, dass sie funktioniert, weil die habe ich schon mal gemacht. Und das ist das Ergebnis davon. Okay, cool. Wie alt ist die? Vielleicht etwa 1 Jahr tatsächlich. Ja. Genau. Und die hast du dann auch gerade so wie gezeigt mit dem Pinsel. Genau, Und, genau. Da habe ich einen von behalten, den schönsten. Ja. Die restlichen sind schon weg bei anderen Leuten. Und jetzt mache ich das nochmal und jetzt sind deutlich mehr Blüten dran. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich bald richtig viele von haben. Okay, Zwischenfrage. Jetzt hast du hier was gekreuzt und die ist jetzt noch klein. Aber gehen wir mal 2 Jahre nach vorne und die wird ja dann auch irgendwann Blüten ausbilden. Genau. Den könnte man tatsächlich jetzt innerhalb der Sektion auch wieder mit anderen Anthurien kreuzen. Cool, ey. Das sind ja richtig coole Sachen möglich. Genau, also was da auch cool sind, sind so Rückkreuzungen. Also wenn ich da jetzt nochmal Varroquernum reinkreuze, dann werden die Blätter von den Babys davon jetzt wahrscheinlich nochmal ein Stück länger und Varroquernum ähnlicher. Ja. Aber mit dieser ganz dunklen, tollen Farbe von Crystallinum halt auch. Ne? Ja, mega. Also da kann man viel machen und kann man viel Spaß mit haben. Ja, sehr geil. Wie sieht man jetzt, dass es funktioniert hat und wie lange dauert das? Das mit dem Sehen, ob es funktioniert hat, ist ein bisschen schwierig, weil erstmal sieht man davon gar nichts. Dann danach kommen ja die männlichen Blüten, das dauert dann auch noch mal einen Monat, bis die durch sind. Und dann irgendwann danach werden so langsam anfangen, die weiblichen Blüten anzuschwellen. Also die werden dann größer und außen bildet sich so eine Beere. Ja, das wird dann alles etwas dicker und bei den meisten Anthurium, wenn die Beeren reif sind, dann sind sie auch so schön knallrot. Ja, das ist so eine typische Farbe. Manchmal bleiben sie auch grün, aber bei den meisten Anthurien, die kriegen dann so richtig schöne, viele rote Beeren. Und das kann ziemlich lange dauern. Bei den schnellsten Anthurien, sowas wie Anthurium gracile oder so, die ganz kleinen, da ist das dann nach 2 Monaten vielleicht schon fertig. Aber bei so größeren Arten hier, da sind durchaus so 7 bis 9 Monate drin. Und bei so Hochlandarten wie diesem Cutucuense hier kann das fast 2 Jahre dauern, bis die Beeren reif sind. Also da ist ein bisschen Geduld gefragt. Und wenn sie dann reif sind, dann braucht man sich auch keinen Stress darum machen, wann ich die jetzt ernte, weil es gibt eigentlich keinen zu späten Zeitpunkt. Ne? Wenn man die einfach dran lässt, irgendwann keimen die Samen sogar in der Beere selbst. Das haben wir hier zum Beispiel. Bei diesem Anthurium gracile hier, das war so ein Blütenstand, da waren jetzt hier die Beeren dran. Die habe ich zu lange dran gelassen. Und hier unten, die Samen, die kommen schon von selber. Ne? Ja. Also da brauche ich eigentlich gar nichts machen. Die fallen dann hier irgendwann runter
und keimen dann hier sogar im Topf einfach. Und in so einer Anthurienbeere sind so meistens 1 oder 2 Samen nur drin. Die sollte man dann auch rausdrücken. Da ist dann so ein ziemlich ekliger Schleim drumherum. Den muss man nicht unbedingt abwaschen, kann man machen, wenn man bei so ein einer bisschen, Tomate. Genau, wenn man so ein bisschen sauberer haben möchte, aber man kann die auch einfach dran lassen, aber schon aus der Beere rausdrücken und dann einfach auf Substrat legen, auf feuchtes. Das ist jetzt hier auf Jawohl. Kokosfaser. Das sind jetzt hier Anthurium gracile Babys, die werden immer so länglich. Und die sind jetzt etwa 2 Monate alt. Ne? Wie geil ist das denn? Hier sieht man noch den Samen, ne? Und da ist es herausgekommen. Ja. Wie cool ist das denn? Man geht hin, bestäubt seine Anthurie und nach ein paar Monaten pflückt man seine Bärchen, packt die hier rein und man hat Anthurienbabys. Und das ist auch, also wenn man die Samen erstmal hat, dann sind sie auch, zumindest meiner Erfahrung nach, gar nicht mal so schwer und auch gar nicht mal so langsam. Also die wachsen recht schnell, da muss man ordentlich düngen. Ne? Anthurien brauchen ziemlich viel Dünger. Und also nach einem Jährchen hat man schon so eine eigentlich einigermaßen vernünftige Pflanze. Ja? Und so nach, ich sag mal, 2, 3 Jahren, da hat man dann schon so fast diese Größe, wenn es denen richtig gut geht. Ja? Also wenn man die jetzt in der Pflanzenvitrine hat, immer feucht, immer mit viel Licht und so. Und dann wachsen die eigentlich ganz gut. Ich kriege ja immer noch nicht genug von diesem schönen Blatt hier, von der Varroquernum. Und da gibt es nochmal einen richtig geilen Tipp. Und zwar, wie man die so schön groß kriegt, wie jetzt hier der Alex das geschafft hat. Aber das gibt es nicht in diesem Video, das gibt es in einem der nächsten Videos. Wenn ihr dazu zum Beispiel Fragen habt oder Fragen zu anderen Themen rund ums Thema Pflanzen, dann schreibt es unten mal gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle, wie immer, checkt mal dieses Video ab. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr euch gerne mal dieses Video angucken.